Habt ihr schon mal von Qubes OS gehört? Das ist wahrscheinlich das sicherste System da draußen. Für PC muss man dazu sagen, nicht für Mobilgeräte. Und ist gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Ich habe jetzt gerade hier das ganze Tutorial, Installation und erste Schritte und so weiter aufgenommen. Aber tatsächlich braucht man gar nicht so viel. Ich dachte, wir müssen eine ganze Tutorial-Reihe dazu machen. Aber nach diesem Video werdet ihr eigentlich relativ gut aufgestellt sein und ein paar Sachen ergeben sich einfach durch Ausprobieren. Ja, ich darf euch das heute zeigen und zwar als ganz besonderes System für die besonders gefährdeten Leute unter euch. Vielleicht vor allem für Journalisten und für Pentester, wer weiß. In dem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Davor aber noch ganz kurz eine Nachricht. Und zwar den heutigen Sponsor des Videos, nämlich Get-In-IT. Die kennt ihr schon und die haben sich dazu entschlossen, auf einem so mehr oder weniger werbeunfreundlichen Video wie diesem hier auch wirklich Werbung zu schalten, was mich sehr, sehr freut. Denn die wissen, wie wichtig es ist, dass Informatiker wissen, was IT-Security ist und wie man sich schützen kann. Diese ganzen Mechanismen, virtuelle Maschinen in virtuellen Maschinen, all diese tollen Themen, ja, möchte Get-In-IT tatsächlich publik machen und mir natürlich auch die Chance geben, sie euch besser zu zeigen. Und für euch möchten sie gleichzeitig auch noch einen Job finden. Und das könnt ihr super einfach machen. Ihr seht, das ist, wer meine Videos regelmäßig guckt, der sieht, dass die Jobs hier einfach immer nur noch weiter wachsen, die Get-In-IT euch anbietet. Und wenn ihr welche sucht, dann gönnt euch. Ihr könnt euch hier einfach registrieren und anschließend in eurem Konto, in dem Fall können wir das definitiv mal machen, hier eure IT-Security-Skills, die haben wir ja schon auf 5. Tja, also ihr könnt sie theoretisch von 4 auf 5 stellen, nach diesem Video hier. Vielleicht nicht ganz so krass, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt hier eure Fähigkeiten eintragen, die ihr habt. Zum Beispiel virtuelle Maschinen. Virtuelle Maschinen. Vielleicht ist das auch gar nicht als Skill drin, macht überhaupt nichts. Man kann sich auch einfach alle Skills anzeigen lassen und dann kann ich mir hier rauspicken, was für mich vielleicht in... Ja, das ist cool. Was haben wir denn gemacht? Oh, wir haben Kali noch nicht hier drin. Und Siem haben wir auch schon. Und SE Linux wäre natürlich... Wow, hey, das sind eigentlich alles Ideen für neue Tutorial-Reihen. Was meint ihr? All diese tollen Themen kann ich doch hier mal mit euch gemeinsam durchgehen. Die bringen mich auf richtig neue Ideen. Wow. Ja, also das war jetzt gerade live aufgenommen. Ich habe das tatsächlich davor nicht so angeguckt, was da alles dabei ist. Aber ich finde sowas sehr, sehr nützlich und es ist einfach auch für euch eine sehr, sehr coole Möglichkeit, wirklich nur den Job zu finden, der dann auch echt zu euch passt und zu euren Kenntnissen passt. Denn es macht jetzt für mich zum Beispiel wenig Sinn, einen Job als, sagen wir mal, Designer oder sowas zu finden, wenn ich Kenntnisse vielleicht mehr in der IT-Security habe. Und so könnt ihr direkt den Arbeitgebern signalisieren, hey, yo, das kann ich. Und dann natürlich noch bitte den Rest ausfüllen von eurem Profil. Und ja, wir haben schon echt einen ganzen Haufen Leute hiermit vermittelt und damit hoffentlich glücklich gemacht. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Sache, deswegen sind die auch hier so häufig dabei. So, jetzt aber zurück und zwar ans Eingemachte. Als allererstes braucht ihr natürlich Qubes OS. Wer hätte es gedacht? Ihr müsst eine ISO herunterladen und das ist die Installationsdatei sozusagen. Ihr könnt euch vorstellen wie eine CD. Ihr müsst dazu einfach nur auf die Seite qubes-os.org gehen, ja, das ist das hier, und dann hier auf Download und Install oder hier oben direkt einfach auf Downloads und dann seid ihr schon hier. Jetzt hier einfach auf die .iso-Datei klicken, dann werdet ihr direkt zum Download gebracht oder aber natürlich, ihr könnt hier einen Rechtsklick und dann Link speichern unter. Damit werdet ihr auch zum ISO-Download gebracht. So, wunderbar. Und ja, dann habt ihr eigentlich schon alles, was ihr dafür braucht. Jetzt müsst ihr nur noch einen USB-Stick finden. Das überlasse ich mal euch. Und ihr braucht selbstverständlich Rufus. Zumindest wenn ihr unter Windows seid. Rufus kann bootfähige USB-Sticks erstellen oder USB-Laufwerke erstellen. Und genau das wollen wir ja tun. Damit können wir zum Beispiel auch solche Sachen wie Ubuntu oder sowas bauen. Aber wir wollen in unserem Fall einfach Qubes OS da drauf ziehen. Das heißt, ihr klickt hier auf Download, könnt ihr auch die Portable-Variante machen und startet das. Sieht dann ungefähr so aus. Ich habe das hier schon mal vorbereitet so ein bisschen. Den USB-Stick, den ich hier einstecke, ist dieser hier, der nennt sich schon Qubes 4. Passt aber, hier oben wird einfach ein USB-Stick von euch angezeigt. Anschließend könnt ihr hier die ISO auswählen. Zum Beispiel kann man hier einfach sagen, hey, ich will einen FreeDOS haben oder hey, ich möchte meine ISO auswählen. Zum Beispiel hätte ich ganz gerne
Diese Cubes-Datei, die ich gerade vorhin selbst heruntergeladen habe auf Download Cubes, ja, die möchte ich hier herunterladen. Und genau das können wir hier machen. So, als nächstes bleiben wir hier oben bei keiner Persistenz, also bei 0. Wir bleiben bei Zielsystem BIOS oder UEFI, wir bleiben hier bei MBR, alles ganz normal. Die können wir sogar ausblenden, die brauchen wir gar nicht. Was wir allerdings schon brauchen, ist hier das Dateisystem. Ich weiß gar nicht, warum das auf NTFS gestellt wurde. Und wir stellen hier mal auf, wobei, das können wir eigentlich auch drin lassen. Schnellformatierung bleibt, erweiterte Bezeichnungen und Systemblöcke bleibt auch. Auf defekte Blöcke prüfen könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht machen. Was wir jetzt allerdings beim Start noch machen müssen, hier wird empfohlen, in Anführungsstrichen, dass ihr im ISO-Abbildmodus schreibt. Das würde ich euch nicht empfehlen. Ihr solltet im DD-Abbildmodus schreiben. Okay, und ja, dann könnt ihr hier sehen, dass irgendwelche konkurrierenden Prozesse laufen. Ups. Hoffentlich sollte das bald vorbei sein. Aha, da sind wir. Und anschließend fragt es euch, ob alle Daten wirklich gelöscht werden sollen. Und ihr könnt aufklicken, um fortzufahren. Und ja, das dauert jetzt seine Zeit. Der schreibt quasi jetzt nämlich das komplette ISO-Abbild auf euren USB-Stick. Dementsprechend muss der USB-Stick auch größer sein als das, was die ISO hergibt. Also so ein 8 GB USB-Stick sollte eigentlich ausreichen, aber falls ihr was Kleineres habt, das wird nicht reichen. So, wenn das Ding fertig ist, müssen wir es natürlich erstmal beenden, beziehungsweise den USB-Stick ziehen und anschließend natürlich in eurem PC, in eurem Laptop, whatever, wo ihr es auch benutzen wollt, dann den USB-Stick rein und davon booten. Das heißt, im BIOS einstellen, dass ihr von diesem USB-Stick starten wollt. Das kann ich euch leider nicht zeigen. Das haben wir aber auch schon ein paar Mal durchgesprochen. Und normalerweise müsst ihr Tasten von F1 bis F10 irgendwie durchhämmern und kommt dann in die BIOS-Optionen rein. Manchmal funktioniert es auch so, aber bei Windows bitte beachtet, dass ihr auf jeden Fall immer neu starten müsst, um ins BIOS zu kommen. Und ein einfaches Herunterfahren und dann wieder starten funktioniert nicht. Gut. Nach dem Starten solltet ihr diesen wunderschönen Bildschirm sehen. Und ja, das ist jetzt tatsächlich das Live-Booten von meinem Laptop, das ich gerade in mein System einspeise. Das heißt, so sieht es tatsächlich aus. Und ja, ich werde jetzt auch ein bisschen länger brauchen, weil ich hier mit meiner Laptop-Maus unterwegs bin. Also keiner Maus, sondern so einen komischen Touchpad. Ich hasse Laptops. So, okay, also wir klicken hier auf Deutsch, Deutschland, klicken auf Fortfahren und können dann hier das Ganze noch. So sieht es besser aus von der Größe her. Jetzt können wir hier also die Tastatur stimmt ja schon, Sprachunterstützung stimmt, Zeit und Datum stimmt, Root-Passwort stimmt, Benutzer anlegen. Es wird aktuell kein Benutzer erstellt, das sollten wir vielleicht ändern. Die Installationsquelle passt, Softwareauswahl passt auch, könnt ihr hier aber auch customizen. Ich glaube aber, das sollte für jeden eigentlich so passen, dass ihr eine UI wollt. Ansonsten fühlt euch frei, die UI rauszunehmen, dann seid ihr sowieso Experten. So, was wir machen wollen ist, wir wollen hier meinen Laptop komplett platt machen. Ja, ich brauche auf dem Laptop nichts mehr. Und ich möchte das Ganze gerne automatisch machen. Ich möchte weiteren Speicherplatz verfügbar machen. Nein, möchte ich nicht, aber meine Daten möchte ich gerne verschlüsseln. Passt perfekt für mich. Mein Passwort, das muss ich mir jetzt natürlich merken. Ne? Das schneide ich hier mal kurz raus. So, danach kommt also wenn ich das Passwort eingegeben habe, kommt meine kleine Installationsoption. Und zwar, ich brauche ca. 10 GB an Speicherplatz zum überhaupt installieren. Dann brauche ich irgendwie so 9 Megabyte Platz, der benutzt werden kann. Und dann kriege ich eine kleine Warnung, dass ich bitte Speicherplatz freigeben soll, weil ich halt nicht genug habe. So, logisch, weil da schon was drauf installiert ist. Das heißt, ich muss erstmal den Speicherplatz freigeben. Und ja, ich fürchte, ich werde doch zu Custom wechseln müssen. Ich sehe leider meinen Bildschirm nicht richtig, weil der auch unfassbar dunkel ist. So, deswegen gehen wir hier nochmal auf Angepasst. Und hiernach können wir hier oben einfach auf Fertig gehen und können dann hier tatsächlich alles von Hand machen. So, das heißt, wir haben hier einmal Unbekannt. Die wollen wir entfernen, ja, die machen wir weg, brauchen wir nicht. EFI-Partition, EFI-System, genau, das brauchen wir nicht. So, raus mit dir. Dann brauchen wir EXT, brauchen wir auch nicht. Schmeißen wir alles raus, delete all File System Switcher. Cool, passend. So, okay, die ISO, die darf ich natürlich nicht verwenden oder löschen. Das ist mein USB-Stick, den brauche ich wahrscheinlich noch.
So, was wir jetzt machen können, ist folgendes. Also, was wir machen müssen, besser gesagt, ist folgendes. Wir brauchen einmal eine Boot-Partition. Der gebe ich mal 10 GIB. Sekunde, wieso ist mein... Ich kann es nicht leiden, wenn das Ding auf... Ach, egal. Also einmal 10 für meine Boot-Partition. Hey, 10. Keine 500. Aha. Das ist mal eine Zicke, hä? So, 10. Ah, mein Numpad. Ja, okay, das erklärt einiges. Okay, 10. So. Aktualisieren. Und dann wollen wir noch einmal einen Swap haben. So, machen wir auch 10 GIB draus. Und dann wollen wir noch einmal ein Slash-Verzeichnis haben. So, und hier kriegen wir einfach die komplette andere Kapazität mit. Das heißt 218,47 GIB. So, ein Hängepunkt hinzugefügt. Hinzufügen, bitte. So, und das hat nicht funktioniert. Egal, es ist, ach ja, natürlich. Es ist soweit alles verbraucht. Und damit sind wir hier auch schon durch. Jetzt haben wir quasi unsere komplette Festplatte aufgeteilt für Cubes. Jetzt können wir hier fertig klicken. Damit haben wir auch unser altes System übrigens gelöscht, ja. Also das muss man dazu sagen. Achtung, wenn ihr das macht, wenn ihr das tut, dann ist euer altes System komplett weg, ja. Komplett gelöscht. Sobald ihr hier auf Änderungen übernehmen klickt, könnt ihr davon ausgehen, dass nichts mehr funktioniert. Also euer System ist weg danach. Klar, natürlich könnt ihr es neu installieren, aber alle Daten, die ihr da eventuell hattet, nur nochmal hier als Warnung, das kann ein Problem für euch sein. Okay, so, jetzt muss ich natürlich hier noch ein Passwort anlegen für meinen Root-User. Das mache ich mal eben. So, wir klicken nochmal auf Fertig. Benutzer brauchen wir auch einen, zum Beispiel der Morpheus. Und damit haben wir eigentlich alles soweit. So, jetzt sehen wir hier, wir haben immer noch ein Problem mit diesem Installationsmedium. Was haben wir denn für ein Problem? Welche Informationen möchtest du mir geben? Fail to find a suitable stage. EFI-Partition kann nicht vom Typ ext4 sein. Oh, ups. Das war natürlich nicht geplant. Dann gib mir mal meine Speicherbelegung. So, dann machen wir die hier nochmal 10 GB kleiner. Ich glaube, ich brauche nämlich eine UEFI-Boot-Partition. 62. So. Und wir holen uns die Boot/EFI. So, die machen wir jetzt einfach 10 GIB. Muss ja nicht alles genau aufgebraucht sein. Ich glaube, wegen 2 GB wird niemand arm werden. Und dann haben wir eine EFI-Systempartition. Das sollte soweit in Ordnung sein. Klicken wir hier auf Fertig. Jo, macht das. So, und dann können wir die Installation auch schon starten. Und das wird jetzt eine Weile dauern. Ich schneide den Teil mal raus für euch, wo ihr nichts tun müsst, sondern einfach nur diesem wunderschönen Fortschrittsbalken folgen könnt. Und wir hören uns gleich wieder. So, wenn ihr am Ende angekommen seid, dann fragt natürlich euer System, ob ihr vielleicht mal kurz rebooten wollt. Und selbstverständlich wollen wir das tun. Cool. Den Teil werde ich allerdings auch kurz rausschneiden, denn ja, ihr seht, dass ihr nichts seht. Okay, nach der Installation, das ist leider auch wieder ein Fenster, das ich euch nicht zeigen kann, seht ihr Templates Configuration. Dort steht dann Installation, also im Endeffekt, ihr müsst erstmal draufklicken, ey yo, ich möchte meinen Cubes initial setupen. Ja, da ist so ein kleiner Button, den könnt ihr quasi nur anklicken. Ihr könnt gar nichts anderes machen, außer Quit drücken oder den Button anklicken. Und dort steht dann Templates Configuration, Fedora 34, Debian 11, Unix 16. Die sollten alle anmarkiert sein. Wenn die ausgegraut sind, ist irgendwas schiefgegangen bei euch und ihr müsst neu anfangen. Also ihr müsst wirklich die Installation neu machen. Das war bei mir tatsächlich das erste Mal der Fall. Jetzt beim zweiten Mal hat das ohne Probleme funktioniert. Dafür kann ich euch leider das Bild nicht mehr zeigen, was irgendwie doof ist. So, dort einfach alles so lassen, einfach nur auf Done klicken. Ihr müsst nichts ändern und anschließend auf Finish Configuration. Dann installiert das Ding nochmal ordentlich Sachen nach. Das dauert auch wieder eine Weile und ich schneide das hier raus. So, dieser wundervolle Prozess dauert wirklich nochmal sehr, sehr, sehr lang und ich werde mich jetzt hier mal eben einloggen und dann seht ihr das erste Mal Cubes booten. Denn ja, jetzt ist tatsächlich alles nachinstalliert, das dauert wirklich eine Weile und wir haben jetzt Internet tatsächlich, das hat das letzte Mal auch nicht funktioniert.
Genau. Wired Connection übrigens, weil ich tatsächlich ein LAN-Kabel drin habe. Also das ist jetzt tatsächlich nicht über Wi-Fi. So. Und hier sehen wir haben einen ganzen Haufen Services hier. Und einige Templates, einige Services. Und all das, und das ist jetzt der große Knackpunkt, all das läuft mit Cubes oder Templates oder Services. Aber eigentlich müsste man zu CubesOS eine eigene Playlist erstellen. Und wenn ihr darauf Lust habt, dann dürft ihr mir das mal unten in der Beschreibung sagen, beziehungsweise in den Kommentaren, in der Kommandozeile, ihr kennt das ganze Spiel. Ich will euch heute nur einen kleinen kurzen Überblick geben, denn ja, im Endeffekt, die Installation ist nicht alles, was wir machen wollen. Wir gehen jetzt hier oben mal kurz auf Cubes Tools. Und dann sehen wir hier, das ist eigentlich so die Essenz von allem. Und zwar der Cube Manager. Daher kommt übrigens auch der Name des Betriebssystems. Er besteht aus Cubes, also mehrere Cubes. Ja, das ist quasi die Essenz. Okay, das heißt, wir machen hier mal kurz unseren Cube Manager auf. Und wir sehen hier, bam, einen ganzen Haufen an virtuellen Maschinen. Der Cube Manager, jeder einzelne Cube ist eine virtuelle Maschine. Und die virtuelle Maschine, in der ihr jetzt gerade direkt am Anfang seid, beziehungsweise die Maschine, in der ihr direkt am Anfang seid, ist die DOM 0. Das ist die Admin-Maschine. Das ist sozusagen euer Heimsystem. Aber von dort, jedes Mal, wenn ihr irgendwas macht, also jedes Mal, wenn ihr ein System startet, jedes Mal, wenn ihr einen Browser aufmacht, jedes Mal, wenn ihr irgendwas macht, ihr könnt es hier sehen, es sind keine Browser oder sowas installiert von Haus aus. Jedes Mal, wenn ihr irgendwas macht, werdet ihr normalerweise eine VM starten. Das heißt, ihr habt hier zum Beispiel ein Personal, ihr habt hier ein Untrusted, das ist dann für die gefährlichen Dinge, ihr habt hier ein Work und ihr habt zum Beispiel einen Anon Hunix. Hunix, wer es kennt, oder wer vielleicht mal von Hunix gehört hat, das ist ein Betriebssystem, das wirklich nur dazu da ist, um über das Tor-Netzwerk ins Internet zu gehen. So, spaßeshalber, lasst uns doch einfach mal, also wir sehen hier übrigens auch an dem grünen Punkt, welche virtuellen Maschinen gerade laufen. Die DOM 0 muss laufen, es geht gar nicht anders. Sys Firewall ist eure Firewall, Sysnet ist euer Internet, Sys USB sind eure USB-Verbindungen. Und wir gehen jetzt einfach mal in die Anon Hunix rein. Und ja, gehen hier einfach mal auf, also mit Rechtsklick könnt ihr quasi hier reingehen, könnt ihr euch die Settings angucken. Hier sehen wir, was da eigentlich alles passiert. Also die Farbe sozusagen, die sagt einfach nur, also mir persönlich sagt es, wie gefährliche Sachen ich da drin machen darf. Das ist eigentlich ganz cool. Aber muss man natürlich nicht so handhaben. Ihr könnt auch irgendwie grün als super gefährlich nehmen, wobei ich das ein bisschen verwirrend finde. So, basierend auf Hunix WS16, das ist das Neueste, und der NetCube, also der Internet-Cube, das ist der hier, der Sys Hunix Cube, der gibt uns Internet. Das heißt, der Cube liefert uns Internet. Und das eigentliche Internet, also meine Kabelverbindung, die wird erst durch diese virtuelle Maschine Sys Hunix gepiped, also durchgeleitet, und dann an meine virtuelle Maschine namens Anon Hunix weitergeleitet. Cool. Ja, Include Backups by Default ist sowieso gut, wenn ihr Backups macht. Es gibt hier auch haufenweise Buttons, wie zum Beispiel Backup hier oben. Da könnt ihr dann einfach relativ leicht virtuelle Maschinen backuppen. Und Start Cube Automatically on Boot, das könnt ihr anmachen, wenn ihr das wollt. Unter Advanced, also wenn ihr es quasi beim Systemstart schon haben wollt. Unter Advanced findet ihr die Möglichkeit, wie viel virtuellen Speicher, also quasi RAM ihr dem Ganzen geben wollt, wie viele CPU-Kerne ihr dem Ganzen geben wollt, ob das Ding Netzwerk gibt, also so wie zum Beispiel Sys Hunix gibt euch Netzwerk, oder ob es zum Beispiel Disposable Template ist. Hier könnt ihr noch die Firewall einstellen, wobei wir das hier in dem Fall nicht brauchen. Wir können Devices verbinden, ob wir das wollen oder nicht, ist vielleicht eine bessere Frage. Und wir können aus einer Liste von Anwendungen auswählen, welche Anwendungen wir da drin benutzen dürfen. Wir sehen hier zum Beispiel in dem Fall, wir dürfen System-Check durchführen, wir dürfen Tor-Browser verwenden und wir dürfen den Tor-Browser-Downloader verwenden. Und wir haben ein Terminal, das war's auch schon. So, und Services, gut, das wäre dann hier im Endeffekt, wenn wir irgendwas weitergeben wollen. Aber wollen wir in dem Fall gar nicht. Wir können das tatsächlich einfach so lassen. Deswegen gehe ich jetzt hier mal auf Cancel und klicke hier mal auf Start Resume. Und das ist sozusagen unser Standardverfahren. Das heißt, wir starten jetzt diese virtuelle Maschine. Und wir sehen hier oben, ist Starting, der Button hier ist gelb geworden und tada, wir haben eine neue Hunix-Maschine. Manche Sachen müsst ihr nur beim ersten Mal starten durchführen, manche müsst ihr eben jedes Mal durchführen, das ist euch dann überlassen. Ihr könnt das Ganze hier
beziehungsweise direkt connecten, ihr könnt es konfigurieren oder ihr könnt es abbrechen. Genau, richtig. Konfigurieren braucht ihr nur, wenn ihr wirklich in einem zensierten Land seid. Connect ist eigentlich so funktionabel, also für die meisten Menschen. Und dann einfach hier auf Next. Bridges brauchen wir, wie gesagt, keine und Proxy brauchen wir auch keine. Dazu habe ich auch schon Videos gemacht. Klicken hier auf Next und wir verbinden uns mit dem Tor-Netzwerk, was ein bisschen dauert. Was ich vielleicht auch rausschneide. So, Verbindung ist aufgebaut. Wir klicken auf Finish und wir sehen SysHunix connected to Tor. Das heißt, wir sind hier auf jeden Fall mit dem Tor-Netzwerk jetzt verbunden. Und hier, das wird auch nochmal eine Weile dauern. Bekommen wir direkt sogar eine Warnung, dass ich eigentlich noch patchen sollte. Das sollte ich tatsächlich tun. Aber wird auch immer tatsächlich mit angegeben, was ich machen soll. Was übrigens sehr, sehr nützlich ist, denn ihr habt hier die Möglichkeit, einfach jede virtuelle Maschine einfach direkt abzudaten, indem ihr hier einfach oben diesen Update-Knopf drückt. Ja, hier, also die können wir jetzt nicht nehmen, weil die gerade am Laufen ist, aber wenn eine virtuelle Maschine zum Beispiel nicht läuft, zum Beispiel hier, könnt ihr direkt einfach auf Update gehen. Wir machen das jetzt mal mit Personal. Personal ist ein Fedora 34 und, okay, geht auch nicht gut. Okay, ein Teil davon können wir updaten. Nicht alle, zumindest nicht automatisch. Aber die Template-VMs können wir zum Beispiel updaten. Ja, solltet ihr übrigens auch regelmäßig tun, aber das nur am Rande. Updates pending hingegen sehen wir hier bei unserer Fedora 34 Maschine. Das heißt, die ist eigentlich die wir updaten sollten in dem Fall. Aber ja, genau. So, jetzt können wir hier oben zum Beispiel dann auf Disposable VM, also wir können hier quasi einmal alle durchgehen, was wir hier brauchen. Wir können hier uns auch eine Disposable VM bauen und hier einmal kurz den Tor-Browser von unserer Disposable VM erschaffen. Und das ist eigentlich sehr, sehr praktisch, weil diese Disposable VMs, ja, die starten sich einfach quasi von null. Also da ist vorher nichts da. Und dann erschafft sich eine neue VM. Ihr habt in dem Fall jetzt zum Beispiel einfach einen Tor-Browser, könnt hier irgendwas browsen. Zum Beispiel, keine Ahnung, was können wir machen? The-morpheus.cc. Unsere Coding-Challenges zum Beispiel. Könnt ihr aufmachen. Und was natürlich etwas dauert, ja, wir sind im Tor-Netzwerk, vergesst das bitte nicht. Aber wir sehen hier, bam, wir sind zum Beispiel direkt hier drin, was super toll ist. Und wenn ich jetzt hier auf Schließen klicke, dann ist alles wieder weg. Ja, dann ist diese VM ist weg einfach. Also die ist wirklich Shutdown und das bedeutet, wir haben die auch quasi weggeschmissen. Die ist jetzt einfach nicht mehr da. Die wird entsorgt und wird jedes Mal komplett von vorne gestartet. Ihr habt das direkt einfach so als Template drauf. Wenn ihr jetzt natürlich hier unter Work das Ganze macht, dann könnt ihr hier eure Files angucken, ihr könnt Firefox benutzen, also das ist jetzt normaler Firefox, das ist kein Tor-Netzwerk, könnt ihr auch ganz normal machen, ihr könnt die Einstellungen bearbeiten und so weiter und so fort. Und ja, natürlich habt ihr hier die Möglichkeit, eure Dateien anzugucken, um dann irgendwie Sachen zu speichern oder damit zu arbeiten, also das ist alles kein Problem. Es dauert allerdings leider alles ein bisschen. So, wir können hier also ganz normal in unseren Dateien hin und her navigieren, Sachen speichern und die bleiben dann da auch im Work drin. Das heißt, wir haben hier einen großen Unterschied zwischen den sogenannten Disposable VMs, das sind die beiden hier. Das ist einfach quasi, hey, yo, mach mal kurz einen Firefox auf, ich will komplett clean Installation haben und zum Beispiel auch ein Terminal und wir machen dann einfach alles, was wir jetzt brauchen, da drin. Oder wir brauchen sogar ein komplett anonymes, komplett cleanes und neues Hunix, ja, das es davor noch nicht gab und bauen uns das. Oder aber wir nehmen uns ein Hunix, was quasi schon mal da war, damit wir auch Sachen speichern können. Oder wir haben Personal, da haben wir dann Dateien und Firefox und so weiter drin. Oder Untrusted für irgendwelche Sachen, die wir dann halt testen wollen, zum Beispiel E-Mails oder sowas. Auch sehr, sehr wichtig. Und ja, hier könnt ihr natürlich dann die ganzen Sachen durchgehen. So, neue Cubes könnt ihr selbstverständlich auch erstellen, aber weiß nicht, also ich brauche das selten tatsächlich. Ihr könnt hier aber vor allem auch die Settings einstellen, wie gesagt, und hier dann, falls ihr neue Anwendungen habt, könnt ihr die einfach mit in diese VM geben. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel jetzt sagt, ey, yo, ich will Thunderbird als mein E-Mail-Client haben und der soll bitte in Personal dabei sein, ja gut, dann gebt ihr halt hier einen Thunderbird mit rein. Dann habt ihr darauf Zugriff in eurer Personal VM. Und wenn ihr eben neue Sachen installieren wollt, kein Problem, könnt ihr auch alles machen. Also so funktioniert quasi Cubes. Eigentlich brauchen wir doch keine Tutorial-Reihe. Das erklärt eigentlich schon so ziemlich alles. Ihr teilt jegliche Arbeit, die ihr habt, auf in möglichst viele virtuelle Maschinen sozusagen.
damit ihr möglichst eure Tätigkeiten trennt. Und wenn ihr irgendwann mal ein Virus ausführt, zum Beispiel aus Versehen, eine Malware ausführt oder irgendwas anderes ausführt, dann seid ihr hier tatsächlich nur in einer VM betroffen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Thunderbird zum Beispiel irgendwas aus Versehen kaputt mache in meinem Personal, dann infiziert das nicht mein Work, es infiziert nicht mein Untrusted, es infiziert nicht mein Vault, es infiziert gar nichts, nur eben mein Personal. Das heißt, die Dateien, die dann halt im Personal drin sind, ja gut, die sind weg, aber ich habe ja sowieso ein automatisches Backup hier drauf, von dem her interessiert mich das quasi gar nicht. Ihr könnt jetzt leider nicht sehen, wie ich meine Hände nach oben nehme. Ja, und das macht es meiner Meinung nach zu einem sehr, sehr sicheren System. Also Qubes, wenn ihr wirklich krass viel für eure IT-Security machen wollt, on top nochmal, dann ist Qubes eigentlich so mein Go-To, auch wenn ihr zum Beispiel anonym browsen wollt oder sowas. Es ist natürlich ein bisschen umständlicher. Und ja, man muss etwas an Leistung einrechnen, das da verloren geht. Und nein, besonders intuitiv ist es manchmal auch nicht. Aber wenn ihr es nutzen könnt oder wenn ihr wirklich viel tun wollt für eure Sicherheit, wenn ihr zum Beispiel einfach nur einen Großteil verbessern wollt, und das zum Beispiel auf eurem Laptop, den ihr nur auf irgendwelchen gefährlichen Events oder sowas dabei habt, dann könnt ihr das durchaus tun. Ansonsten, ja, findet mir sicher noch andere Lösungen, wie ich euch vielleicht ein paar Tipps für eure Security mitgeben kann. In dem Fall, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.